You are going to realize how beautiful you really are. You're so beautiful. You're so beautiful. You know, I know what it's like to walk around and feel ugly. Why did I feel ugly? Because everyone told me that I was ugly. Everyone said, oh, you're so skinny. Look how skinny he is. And I am skinny. Look how big his lips are. I mean, my lips are big, you know. And everyone always gave me a hard time because I was so skinny and my lips were so big, you know. Or, you know, being from North Carolina, you know, I also had a hard time being black, you know. I mean, it wasn't easy being skinny, having big lips, being black, and being just a really funny looking kid. And so, I mean, I got a hard time in school because I was so funny looking, And then I had such an abusive family life, you know, where I was getting beaten and you know, verbally abused, being, you know, told that I was shit, basically, you know. And so when I'm at home and I feel like shit, and then I go to school and people say that I feel like shit, then eventually I begin to believe that, damn, I must be shit. And you know, all these voices were in my ear, you know, you're skinny, oh my God, I'm skinny. You know, you're ugly, oh my God, I'm ugly. And you're nothing, oh my God, I'm nothing. You're ugly. And I begin to feel that way. And so I felt like I was nothing, and I didn't take care of myself. I didn't care about the way my hair looked. I didn't care about the clothes that I wore. I just kind of walked around because I felt like this really unwanted, ugly person inside, and it showed outside, you know. I was the kid, you know, the kid that eats alone at lunch, you know. That was me, you know. I'd walk into the cafeteria room and think, who do I sit beside? And everyone would look at me and be like, do not sit beside me, do not sit beside me, do not sit beside me. So I sat with all the other ugly kids. I was the coolest of the ugly kids, but, you know, that was my little group. And I believed to believe it. I really begun to believe it, is what I wanted to say. And I remember the first time someone said that I was beautiful. I was in disco, and this guy comes to me and said, wow, you're really beautiful. You should do some modeling and so and so and so. And I thought, this guy is absolutely crazy. And he introduced me to someone, and things began to happen. And then all of a sudden, everyone around me would always say, oh my God, you're so beautiful, you're so beautiful, you're so beautiful, you know, when I began to work. And, but even though people told me that, I still didn't feel beautiful. So I went from people telling me that I was ugly, and ugly, and I thought, oh my God, I'm so ugly, oh my God, I'm so ugly, oh my God, so ugly. Until when I became older in life, people telling me that I was beautiful. God, you're so beautiful, God, you're so beautiful. But no matter what they said, I still felt ugly. I still felt so ugly. Because in the inside, I still had all those scars from the past, and I still couldn't look at myself and see something good about me. You see, when you see something good about yourself, then you'll begin to like the person that you are. So, you're beautiful. And what do I mean by that? Can you think of others more than yourself? That's beautiful. Can you help people who need help? That's beautiful. Are you there to talk to someone when someone needs someone to talk to? You're beautiful. Can you see the beauty in the world? Can you walk outside and see the flowers and see how beautiful they are, the trees? That's beauty inside of you, seeing the beauty in the world. You're beautiful. And when you begin to really see how beautiful you are on the inside, it's going to pour all over you on the outside. Yeah? And that I can promise. So that when people see you on the outside, it will match the beauty that's on the inside. Guys, you're beautiful. It doesn't matter anymore what they say. It's blown in the wind. It's gone. Today, I want you to look in the mirror and say, I'm beautiful. Psalm 139, Vers 13 bis 15, dort steht geschrieben: Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen.
Und die Demetri hat es gesagt, du bist schön. Du, wo da jetzt sitzt auf dem Stuhl, du bist schön, du bist wunderschön. Und mir ist noch ein anderer Grund in den Sinn gekommen, warum dass du so schön bist. Und das ist auch ein Quote, das auch der Demetri immer gesagt hat. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Weil du nämlich aussiehst wie Gott. Wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Das heisst, du siehst aus wie Gott. Das heisst, du bist wunderschön. Weil ich glaube nicht, dass Gott hässlich ist. Also bist du wunderschön. Und mir ist noch ein anderes Beispiel einfach so eingefallen. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist mir wieder eingefallen. Es ist mir einfach in den Sinn gekommen. Heute Morgen ist mir das in den Sinn gekommen. Wenn jetzt da ein Ehepaar wäre mit einem kleinen Kind im Kinderwagen oder ein Baby noch. Wenn jetzt du zu diesem Ehepaar, diesem jungen Ehepaar würdest gehen und zum Vater würdest sagen, dein Kind ist aber hässlich. Ich glaube, da würde da der sanfteste Christ Faust machen. Ich weiß nicht. Du würdest als anderes Model rausgehen, nämlich mit einem ganz grossen blauen Auge. So etwas sagt man nicht. Also, das ist eine Beleidigung. Und jetzt möchte ich dir sagen, du hast einen viel grösseren Daddy als dein echter Daddy. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, du bist hässlich, weisst du, wer hässlich wird und Faust macht und am liebsten einem anderen, der das sagt, einem reinsteht? Das ist nämlich Gott, weil du hast nämlich dann Gott beleidigt, weil er ist dein Daddy. Und es gibt keinen Daddy, der sein Kind hässlich findet. Sagen doch alle Eltern immer mein Kind, aber sie sagen es vielleicht nicht, aber wir wissen, dass es so ist. Es gibt kein schöneres Kind als mein Kind. Das ist doch einfach so. Also, und du bist das Kind von deinem Vater da oben. Und du bist wunderschön. Und es soll ja niemand kommen und etwas anderes behaupten. Sonst kriegt ihr das mit dem da oben zu tun. Und darum bist du wirklich wunderschön. Ich möchte, dass wenn du heute Abend heimgehst und du heim bist, vielleicht hast du schon Zähneputz und so, und du stehst noch vor dem Spiegel und dann mach genau das, was Jackie gesagt hat. Schau dich an und schau dich wirklich an. Schau dir in die Augen und getrau dich, dir das vielleicht sogar laut zu sagen. Braucht einen Mut. Sag deinen Namen und sagst, du bist einfach wirklich wunderschön. Und wenn du es immer noch nicht glaubst, dann sagst du es nochmal, bis du es glaubst, weil du bist wunderschön. Und dann jetzt noch als letztes kleines Geschichte, und das ist auch von Demetri, und es hat mich so beeindruckt, die Geschichte von ihm. Er hat gesagt, ein paar kennen die Geschichte wahrscheinlich schon. Er hat einmal in einem Pflegeheim gearbeitet und hat dort eine alte Frau betreut und die war blind. Und er hat ihr zu essen geben. Und als er ihr zu essen gibt, dann nimmt sie plötzlich so, fasst sie seine Hand und schaut ihn an, sie war ja blind, sie hat ihn ja nicht gesehen. Und sagt, du bist wunderschön. Und wenn wir zu so etwas kommen, wenn wir tatsächlich Menschen anziehen und Menschen um uns herum mit anderen Augen, nicht einmal mit denen, sehen, wie schön du bist. Wow. Wow. Und wir kennen ja auch, oder vielmal sagt man auch, ja, Schönheit kann verführen. Und ich will dir jetzt auch sagen, Schönheit kann aber auch führen. Wenn du schön bist und wenn du innerlich schön bist und das ausstrahlt, dann ziehst du nämlich automatisch Menschen an. Und was machst du dann damit? Tust du verführen oder tust du führen? Nämlich zu ihm da oben. Und das ist das, was du machen kannst. Mit deiner inneren und auch äußeren Schönheit. Menschen führen. Nicht verführen, sondern führen. Und immer daran denken, niemandem sagen, er sei hässlich, weil sonst können wir das mit dem da oben zu tun, weil er weiss dann schon, also einmal hat 9 Monate schon gebraucht, um euer Mutterleib zu gestalten und dann die ganze Vorplanung, stellt euch vor, er hat wirklich sein Bestes gegeben. Sein Bestes in euch hineingelegt. Also da war viel, viel Arbeit dahinter, um euch zu schaffen, und er würde sicher nicht so viel Arbeit investieren, um etwas Hässliches zu machen, sondern etwas Wunderschönes. Ihr seid, jeder einzelne von euch ist einfach ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk von Gott.